Ich freue mich auch. Hallöchen. Berlin. Großartig. Bitte. Ich freue mich ja auch, wirklich. Und ich denke oft im Leben, und das wollte ich erzählen, das Wichtigste im Leben ist doch ein Feindbild, oder? Sind wir doch mal ehrlich, das ist doch, wenn du morgens aufstehst, du hast ein Feindbild, da weißt du doch, der Tag ist gerettet, oder? Da weißt du, deshalb halten sich auch viele Ehen. Ja, weil du weißt, ich habe einen, der dafür verantwortlich ist für das alles, was schief läuft, ja? Viele Frauen würden ja gern zum Beispiel ihrem Mann den Niedergang Europas in die Schuhe schieben. Ja, und dann drehen sie sich um und merken, nee, dafür ist der zu doof. Ja? Das würde der nicht hinkriegen. Ja? So ist es nämlich. Und deshalb haben wir ja den faulen Griechen inzwischen. Der ist für alles verantwortlich. Wenn du die Bild aufschlägst, der faule Grieche. Da wird eine Volksverhetzung an einem ganzen Volk betrieben. Wenn man die Bild dreilagig drucken würde, dann wäre sie noch für was zunutze am Ende. Ja? So weit sind wir. Der faule Grieche. Und wir alle wissen, es stimmt ja. Man ist so früher in Urlaub geflogen nach Griechenland und da lagen die doch zu Tausenden faul am Strand. Ach nee, das waren ja wir, Entschuldigung. Und der Grieche hat geschuftet, damit es uns gut ging, aber davon darf man sich sein Weltbild ja nicht durcheinander bringen lassen. Ne? Und ich finde den Varoufakis super. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den griechischen Finanzminister. Super, oder? Ich meine, auf die Idee zu kommen, deutschen Urlaubern anzubieten im Urlaub, wenn sie da sind, ja, Liegestuhlbesitzer und Restaurantbesitzer, wenn die keine Quittung ausstellen, die dann anzeigen zu dürfen, das ist doch ein Traumurlaub für den Deutschen, oder? Sommersonne denunzieren, besser kann's doch gar nicht laufen. Ich bitte euch. Ja. Wenn die jetzt jedem deutschen Urlauber noch 2 faule Griechen abstellen, die auf dem Liegestuhl aufpassen, während der Deutsche aus dem Hotelfenster hängt mit dem Kissen, ja, und brüllt, Halteverbot. Sie parken beim Halteverbot. Das ist doch das Paradies auf Erden für uns Deutsche, oder? Das ist das Entscheidende. Und das ist jetzt der epische Kampf, der sich abspielt auf politischer Ebene. Schäuble gegen Varoufakis. Ein Götterkampf. Der Gott der Sparsamkeit gegen den Gott der Verschwendung. Schäuble, die personifizierte Fastenzeit. Ja? Die abgespeckte Version der Askese gegen das pralle Leben. Ja, das ist Wasser und Brot gegen Sommersonne Souvlaki. Ja? Das ist das Knochen gegen Schwarte. Rollstuhl gegen Motorrad. Ja, das ist das, was ich gerade abbitte, Leute. Es ist auch das Kampf der Systeme. Der Schäuble, der auf der Kasse sitzt und sagt, Geld ist zum Sparen da. Und Varoufakis, der sagt, du, dann schreib's auf den Deckel. Ja? Das ist der Kampf, der abspielt. Und alle regen sich über Varoufakis auf. Der Mann ist ja nicht mehr zu halten, mit der Lederjacke und dem offenen Hemd und ohne Krawatte. Und gleichzeitig werden wir von denen mit Krawatte und Maßanzug nach Strich und Faden beschissen, haben es noch nicht gemerkt. Ja, darum geht's am Ende. Aber nein, Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass es in Griechenland ums Geld geht. Es geht doch nicht ums Geld, es geht darum, ein ganzes Volk zu domestizieren und zu unterdrücken. Darum geht es am Ende. Es geht nicht ums Geld, weil das Geld ist längst sicher, zumindest das der Banken. Ja, es geht auch nicht um uns am Ende, weil wir sind am Ende genauso die Deppen. Wenn wir systemrelevant wären, dann hätte man uns damals gerettet. Oder das griechische Volk, aber das hat man nicht gemacht. Ja. Man hat sich entschieden für andere. Und da sagt es die Merkel, jetzt muss der Gürtel enger geschnallt werden, das griechische Volk muss sparen. Es ist ja spannend, dass immer bei denen gespart wird, bei denen es nichts einzusparen gibt. Am Ende. Ja, das sagt man, ja, man kann sich um Einzelschicksale nicht kümmern. Und da muss man sagen, ja, das griechische Volk, sie sind halt zu viele. Und da sind sie auch auf einem guten Weg. Sie werden ja immer weniger. Die Selbstmordrate ist ja um 40% gestiegen. Ein Zeichen der Hoffnung. Und wenn Sie sagen, das ist zynisch, dann sage ich, ganz andere Sachen sind zynisch in Europa. Wenn auf der einen Seite Milliarden verdient werden und verzockt werden, auf der anderen 3 Millionen Griechen inzwischen ohne Krankenversicherung dastehen. 1/4 der Bevölkerung ohne Krankenversicherung. Diabetiker, die sich inzwischen entscheiden müssen, ob sie was zu essen kaufen oder Insulin, aber für beides reicht es nicht mehr. Tausende, die sich in Griechenland inzwischen dafür entschieden haben, sich mit HIV selber zu infizieren, weil HIV-Infizierte besser versorgt werden als der Rest der Bevölkerung, haben sich viele für diesen Weg entschieden. Das ist Europa. Wenn Hunderttausende von spanischen Kindern inzwischen unterernährt sind und daneben stehen die großen Gewächshäuser für Gemüse und für Obst, aber das ist für den Export bestimmt, das ist das, was wir zu essen kriegen. Wenn Millionen in Deutschland von Hartz IV abhängen und 10.000 tagtäglich bei der Tafel anstehen, dann ist das nichts anderes als die Demütigung der Völker in Europa. Und das funktioniert nur aus einem einzigen Grund, weil man noch ein zweites Feindbild installiert hat, nämlich den bösen Russen,
Der steht nämlich an der Ostfront und der lässt uns das alles ertragen. Und ja, Putin ist auf der Krim völkerrechtswidrig einmarschiert. Aber auf der anderen Seite lese ich, dass beim ukrainischen Gaskonzern, dem größten ukrainischen Gaskonzern Burisma, inzwischen kein einziger Ukrainer mehr im Aufsichtsrat sitzt. Und wissen Sie, wer da inzwischen die Strippen zieht? Hunter Biden. Und Hunter Biden ist der Sohn von Joe Biden, der US-Vizepräsident. Der wurde da vor Jahren installiert. Und dann merke ich, Einmarsch und Intervention hat viele Gesichter. Und wenn Sie dann am Ende glauben, dass es im Westen irgendeine Weise um Demokratie und Menschenrechte geht, dann glauben Sie auch daran, dass Ihr Partner, der neben Ihnen liegt, sich irgendwann nochmal zum Besseren ändert. In diesem Sinne, vielen Dank, ich danke euch.